Das G-Klasse Facelift wird aktuell richtig kräftig überlistet gehandelt. Habt ihr das auch schon gesehen? Teilweise wird der G63 für bis zu 300.000 Euro angeboten. Aber ist das wirklich realistisch? Wir zeigen dir nicht nur, wie viel Überliste wirklich geht, sondern legen unsere eigenen Verkaufszahlen offen und geben dir exklusive Einblicke in die wahre Preisentwicklung. Wir haben in letzter Zeit einige G-Klasse verkauft, beobachten den Markt seit Monaten intensiv, haben unzählige Angebote analysiert, um dir genau zu zeigen, was wirklich Sache ist. Und jetzt kommt das Spannende. Am Ende des Videos zeigen wir dir, wie du deinen G konfigurieren musst, um den maximalen Gewinn herauszuholen. Also bleib auf jeden Fall dran. Um die Preise der neuen G-Klasse zu verstehen, müssen wir zunächst das alte Modell, den Vor-Facelift, anschauen. Eins muss ich wirklich mal loswerden. Wir handeln hier mit den seltensten Sportwagen-Luxusfahrzeugen. Viele davon sind limitiert. Trotz allem ist die G-Klasse eines der Fahrzeuge, das uns am meisten erstaunt. Wie kann es sein, dass ein massenproduziertes Fahrzeug ohne Limitierung nach über 6 Jahren nach seiner Markteinführung mehr Überliste bringt als ein Porsche GT3 RS, ein Huracan STO oder ein Tecnica? Selbst ein Ferrari 812 GTS bringt weniger Aufgeld. Ich frage mich immer wieder, wo gehen die Fahrzeuge eigentlich hin? Ist der Markt nicht irgendwann mal gesättigt? Also, werfen wir einen Blick auf die Preisentwicklung des Vor-Facelift des W463, im Speziellen des G63. Der W463 wurde im Mai 2018 auf den Markt gebracht mit einem Grundpreis von 152.742,60 Euro. Alleine der Grundpreis hilft uns aber nicht. Also starten wir einmal ein Fahrzeug exemplarisch mit der Preisliste aus Juli 2019 aus, um zu verstehen, wie der Listenpreis inklusive Ausstattung damals war. Ich specke das Fahrzeug jetzt einmal in einem guten Resale-Spec. Wir wählen dazu die 22 Zoll Schmiederäder, das AMG Night Paket, das Performance-Lenkrad mit Carbon, die Zierelemente Carbon Interieur, das Drivers Package, G-Manufaktur Interieur, heute heißt Superior Line, Schiebedach, Standheizung, Parkpaket, Burmester, der Widescreen und das Vorentertainment. In Summe liegen wir dann bei 189.680,05 Euro, in etwa 190.000 Euro. Jetzt, wo wir den Listenpreis kennen, schauen wir uns einmal an, wie die Fahrzeuge von Markteinführung bis zur Einführung des Facelift-Modells im Frühjahr 2024 gehandelt wurden. Wir schauen uns dabei nur neue Fahrzeuge an, denn gebrauchte Fahrzeuge mit Kilometern sind in der Regel uninteressant. Kleinere Abweichungen durch Mehr- und Minderausstattung nehmen wir für diese Analyse in den Kauf. So, wir starten hier mit 4 Fahrzeugen aus April 2020. Diese bewegen sich zwischen 208.000 und 217.000 Euro. Also in etwa 25.000 Euro über Liste. Das ist zunächst mal gar nicht so viel, wie ihr vielleicht erwartet habt. Aber wir gehen weiter. Schauen wir uns an, wie die Fahrzeuge Ende 2021 gehandelt wurden. Hier dazu 3 Fahrzeuge, welche von 230.000 bis 260.000 Euro gehandelt wurden. Also nochmals gut 40.000 Euro mehr Aufgeld als im Vorjahr. Ihr wundert euch sicherlich, denn normalerweise werden die Fahrzeuge zu Beginn am höchsten gehandelt und werden dann sukzessive ab. Hier ist es andersherum, die Fahrzeuge nahmen ein Jahr später zu. Wieso ist das so? Stimmt, da war was, die Corona-Krise. Ihr erinnert euch bestimmt noch, Chipmangel, Lieferengpässe, Angst vor Inflation. Viele kaufen einfach Autos als alternative Assets. Absolut gesehen wurden damit bis zu 70.000 Euro Überliste aufgerufen. Ein Jahr später, Ende 2022, wurde es noch krasser. Viele Fahrzeuge, nicht nur die G-Klasse, hatten zu diesem Zeitpunkt ihren absoluten Peak erreicht. Bis zu 300.000 Euro wurden für den G63 aufgerufen. Klar, die Listenpreise wurden von Jahr zu Jahr etwas angehoben, dennoch sind fast 100.000 Euro Aufgeld damals realistisch gewesen. 2023 hat sich der Markt dann sukzessive abgekühlt und ist gegen Ende des Jahres in etwa auf Vorkrisenniveau zurückgekehrt. Falls ihr die genauen Gründe wissen wollt, dann schaut euch unser Video dazu an, das blenden wir hier einmal ein. Wir sehen hier ein paar Fahrzeuge, die für ca. 250.000 Euro angeboten wurden, sprich in etwa 50.000 Euro weniger als im Vorjahr, aber immer noch leicht über Vorkrisenniveau. Fast forward zu heute. Wie wird das alte Modell derzeit gehandelt? Werfen wir einen Blick auf Mobile. Okay, also wir gehen auf Mobile, wählen den G63 aus, setzen die Laufleistung auf bis zu 100 Kilometer und schauen in aufsteigender Reihenfolge, wie die Fahrzeuge gehandelt werden. So, da sehen wir auch schon das erste Fahrzeug hier für 180.000 Euro, den zweiten für 184.000, 185.000, wobei das eben noch das Vorgängermodell ist.
Und wenn wir etwas weiter gehen, dann kommen wir hier, ist eben auch noch ein alter, dann hier auf den ersten richtigen, hier für 189.000 Euro in Magnum Schwarz. Und dann haben wir hier nochmal ein paar weitere für 192, 93, 95.000 Euro, 98. Das Ganze geht dann bis auf 200.000 Euro. Wie wir sehen, sind die Fahrzeuge in etwa 5 bis 10% unterhalb ihres Listenpreises gefallen. So, jetzt aber zur neuen G-Klasse. Werfen wir zunächst einen Blick auf den aktuellen Markt. Dazu setzen wir den Filter wieder auf 100 Kilometer, aber in dem Fall Zulassungen ab 2024. Wieso machen wir nur 100 Kilometer? Ganz einfach. Die Autos, die weit über dem Listenpreis verkauft werden, sind in der Regel solche mit sehr wenigen oder gar keinen Kilometern, sogenannte Auslieferungskilometer. Deshalb filtern wir immer mit maximal 100 Kilometer. Zunächst sehen wir viele Vor-Facelift-Modelle, die, wie wir bereits in unserer Analyse festgestellt haben, in etwa bei 10% unter dem ursprünglichen Listenpreis liegen. Das zeigt, dass die Nachfrage für ältere Modelle allmählich nachlässt, insbesondere jetzt, wo das Facelift auf dem Markt ist. Wenn wir weiter scrollen, dann kommen wir zu den ersten Facelift-Modellen. Diese werden derzeit bei rund 250.000 Euro angeboten, beziehungsweise bei rund 250.000 Euro starten diese. Doch das ist nur der Einstiegspunkt. Wenn wir etwas weiter nach unten scrollen, sehen wir schnell viele Fahrzeuge, die über 260.000 Euro gehandelt werden. Und ganz schnell sind wir schon bei 270.000 Euro. Doch eines fällt bei all diesen Fahrzeugen auf. Die Konfigurationen sind nicht optimal für den Wiederverkauf. Das erste Fahrzeug, das wir gefunden haben, das über einen wirklich guten Resize-Spec verfügt, ist dieses hier. Obsidian Schwarz mit Superior Interior in Red Pepper. Eine mega Kombination. Dazu Night Paket 1 und 2, Carbon-Lenkrad, Carbon-Zierleisten, das neue Active Ride, Fahrwerk und Komfortpaket. Fast perfekt. Er wird für 284.410 Euro angeboten. Doch wie viel ist das über Liste? Ich habe das Fahrzeug einmal hier exakt nachkonfiguriert und bin bei 222.535,95 Euro gelandet, sprich in etwa 60.000 Euro über Liste. Schauen wir uns noch ein weiteres Fahrzeug an. Hier einer in Classic Grau oder auch Kreide mit Superior Interior in Bengalrot. Die perfekte Farbkombination. Doch es fehlen ein paar wichtige Extras für einen richtig guten Wiederverkaufsspec. Trotz allem kostet das Auto 288.000 Euro. Ich habe auch den hier einmal nachkonfiguriert und dazu habe ich das Night Paket 1 und 2 genommen, Superior Line Komfortpaket und Außenfarbe eben Classic Grau. Die Räder sind die neuen Vielspeichen und Polster eben in Bengalrot. Viel mehr Spec hat er tatsächlich nicht, fehlt nur noch das A22, das neue Active Ride Fahrwerk. Das war's dann auch schon. Der Listenpreis beträgt gerade mal knapp 218.000 Euro und damit wird das Auto 70.000 Euro über Liste angeboten. Also wir sehen, die Fahrzeuge werden 50.000 bis 70.000 Euro über Liste angeboten. Und die Preisfrage, die ihr euch jetzt natürlich stellt, wird das wirklich bezahlt? Doch bevor wir das auflösen und unsere Verkaufspreise enthüllen, zeigen wir euch, wie ihr euren G konfigurieren müsst, um den maximalen Wiederverkaufswert zu erzielen. Ganz wichtig vorab. Es gibt ein paar neue Optionen, die es beim Vor-Facelift so nicht gab. So gab es zwar ein Keyless Go System, aber kein Komfortzugang. Diese Funktion bietet das neue Komfortpaket. Zudem wurde die neue Vielspeichenfelge und das Active Ride Fahrwerk eingeführt. Beides Optionen, die das Fahrzeug optisch, aber auch fahrerisch extrem aufwerten. Grundsätzlich sollte die neue G-Klasse all die Optionen haben, die es beim alten nicht gab. So, aber genug mit Theorie, wir starten jetzt den Konfigurator. So, wir sind jetzt hier im Konfigurator und wählen zunächst die Motorisierung und in unserem Beispiel nun eine G63. Dann kommen wir weiter zu Styles. Was gibt es da Wichtiges? Zunächst mal, Night Paket 1 und 2 ist ein absolutes Pflichtmerkmal. Wählen wir hier aus und dann haben wir noch die Option Carbon Paket Exterior, brauchen wir nicht. Aber wichtig, wir nehmen nicht nur das neue Active Ride Fahrwerk, sondern wir nehmen es in Kombination mit dem Performance Paket. Das wählen wir auch einmal aus und anstatt der Exclusive Line nehmen wir das Superior Interior. Das ist mit die wichtigste Option, die ihr wählen müsst. Weiter zu sonstigen Paketen. Ich habe es eben schon angesprochen, Keyless Go gab es beim alten, aber eben nicht den Komfortzugang, bei dem das Auto eben selbst öffnet, wenn man dann den Schlüssel eben in der Tasche hat. Und deshalb ganz wichtig, dass
Komfortpaket hier auswählen. Kostet nur 1.800 Euro, aber im Wiederverkauf wird es vielfach mehr bezahlt, wenn man es eben auswählt. In puncto Design können wir hier als kleines Zusatzpaket noch auswählen die Trittbretter in Schwarz und gehen dann auch schon weiter zu den Farben. Bei den Farben gibt es so einen Trend, schwarze Autos gehen immer, ihr könnt auch ein grünes nehmen, aber ich empfehle aktuell Classic Grau, Porsche nennt es Kreide, Bentley nennt es Cambrian Grey. Das ist eine Farbe, die absolut gehypt ist, über alle Fahrzeuge hinweg und absoluter Tipp, nehmt aktuell diese Farbe. Wir kommen zu den Felgen und nehmt auf gar keinen Fall die 21 Zoll Felgen, sondern wählt hier im besten Fall die Schmiederäder im Vielspeichendesign, die gibt es erst bei dem Facelift-Modell. Man kann zwar auch die Kreuzspeiche nehmen, aber wir haben festgestellt, die Vielspeiche ist nochmals deutlich gefragter, denn so kann auch jeder erkennen, dass es sich um einen Facelift handelt und nicht um den alten. Und vielen ist es eben wichtig. Offroad-Zubehör brauchen wir nicht, G-Klasse wird eh nicht verwendet für Offroad-Fahrten. Und was Exterieur angeht, so ist das meiste bereits serienmäßig. Wir nehmen hier einmal noch die Anhängevorrichtung, die kostet nur 375 Euro, teilweise wichtig für den Export. Und wir haben die AMG-spezifische Abgaslage in Schwarz bereits gewählt, ist auch wichtig, dass wir hier die Kontrastierung haben. Bremssättel lassen wir für unsere Konfiguration rot, kommt aber auf die Innenfarbe an, wie ihr die wählt, um eben hier das nochmals dann stimmig zu machen. Ansonsten unter Design müssen wir nichts wählen, Sicherheitsgurt ist optional, auch das Leder hier Nappa 2 farbig ist kein Muss. Und wo ich auf jeden Fall abraten würde, ist das Volllederpaket hier für 19.000 Euro. Das werdet ihr definitiv nie wieder sehen, wenn ihr es auswählt. So, kommen wir zu den Polstern. Schwarz-Schwarz, klar, ist immer eine Kombination, die man nehmen kann. Ich würde aber auch hier raten, nehmt nicht schwarz, sondern nehmt auf jeden Fall ein Manufaktur Bicolor. Ja, eine Manufaktur Bicolor Farbe und je nachdem, wie offen ihr hier seid, würde ich empfehlen, Bengalrot zu nehmen oder auch Catalan Beige ist eine Farbe, die super funktioniert, oder Sattelbraun. Was wir feststellen, was mit am besten funktioniert, ist tatsächlich das Bicolor in eben Bengalrot und Schwarz oder tatsächlich voll Bengalrot. Wir gehen jetzt hier mit der voll Bengalroten Ausstattung und kommen dann schon zu den Sitzen. Dadurch, dass wir Superior Interior haben, müssen wir nicht die Kontursitze zusätzlich anwählen, aber kommen jetzt hier zu den Zierleisten. Und da werden wir immer nach einem gefragt. Hat das Auto Carbon-Zierelemente? Deshalb unbedingt auswählen. Unter dem Punkt Mittelkonsole müssen wir nichts wählen, aber wiederum beim Lenkrad auch wichtig, unbedingt das Performance-Lenkrad mit Carbon-Einsatz wählen. Unter dem Punkt Ambiente ist ebenfalls bereits alles serienmäßig, dort müssen wir nichts weiter anwählen. Und Interior Extras würde ich euch noch empfehlen, nehmt die Standheizung hinzu. Ist für viele ein wichtiges Merkmal und da die Autos auch mal in Länder gehen, denen es noch kälter ist wie in Deutschland, immer ein gern gesehenes Extra. Weiter zu Multimedia, auch hier ist bereits alles serienmäßig, bis auf das High-End 4 Entertainment. Und das ist wirklich ein Merkmal, das ihr auf alle Fälle wählen solltet, selbst wenn ihr es selber nicht benutzt. Es ist einfach ein Gimmick, das das Auto nochmals exklusiver wirken lässt und es kostet hier 3.500 Euro, ist aber im Wiederverkauf ein Merkmal, das sehr, sehr gefragt ist. Gerade im Export ist es fast ein Muss. Unter Sicherheit ist auch nichts weiter anzuwählen und unter Fahrwerk in dem Fall auch nicht, weil wir bereits das Performance Package mit dem neuen Active Ride Fahrwerk gewählt haben. Active Ride ist nicht nur ein adaptives Fahrwerk mit einer Härteverstärkung der Dämpfer, sondern ist eine aktive Wankstabilisierung, wie wir sie auch von BMW kennen unter dem Namen Dynamic Drive. Und wenn eines wirklich eine Neuerung ist an der neuen G-Klasse, dann dass ihr wirklich mal wie ein Auto fährt und wie kein LKW durch das neue Fahrwerk. So, und dann sind wir auch schon final fertig. Das Auto kostet nun 232.000 Euro und hat alle wichtigen Extras. Also schaut euch die Konfiguration an. Diese Merkmale
sollten unbedingt drin sein. Von den Farben könnt ihr selber variieren. Es kann auch ein schwarz-schwarzes Auto sein, aber ich würde empfehlen, nehmt auf jeden Fall ein Bicolor Interieur. Wenn ihr all das verbaut habt, dann habt ihr die perfekte G-Klasse für den Wiederverkauf, die ihr im Übrigen auch uns gerne anbieten dürft. Nun kommen wir zur finalen Enthüllung unserer eigenen Verkaufspreise. Wir blenden euch jetzt hier 2 Fahrzeuge ein, die wir die letzten Tage und Wochen verkauft haben. Der eine hat einen Listenpreis von in etwa 225.000 Euro, der andere lag bei 235.000 Euro. Nun, für wie viel haben wir die Fahrzeuge wirklich verkauft? Und da kann ich euch sagen, beide Fahrzeuge gingen zwischen 265.000 und 270.000 Euro über die Ladentheke und haben damit effektiv 30.000 Euro über Liste erzielt. Damit wird klar, ja, es ist weiterhin möglich, deutlich über Liste zu verkaufen, jedoch nicht mehr in Dimensionen wie beim V-Facelift. Wir erwarten auch, dass sich der Verlauf diesmal anders gestaltet, denn spezielle Einflüsse wie die Corona-Krise und der damit verbundene Chipmangel entfallen. Dennoch werden derzeit Höchstpreise gezahlt, da die Produktionsmenge für die G-Klasse im Jahr 2024 besonders gering ist. Aktuell werden die Fahrzeuge überwiegend an Käufer ausgeliefert, die ursprünglich einen 4x4 bestellt hatten, ihre Bestellung aber stornieren mussten, da die Fahrzeuge technische Probleme hatten. Diese Käufer haben als Entschädigung Frühquoten des G63 Facelift bekommen. Das trägt jetzt zusätzlich zur Knappheit bei. Insgesamt sehen wir also, dass sich der Markt stabilisiert hat, aber die Preise auf einem hohen Niveau bleiben. Wenn auch nicht mal mit dem massiven Aufgeld wie in den Krisenjahren. Zusätzlich erwarten wir, dass bereits Anfang 2025 eine deutlich höhere Anzahl an Fahrzeugen ausgeliefert wird. Dadurch wird der Markt in den kommenden Wochen und Monaten einen spürbaren Rückgang erleben. Das aktuelle Aufgeld ist vor allen Dingen durch eine geringe Verfügbarkeit im Jahr 2024 zu erklären. Sobald jedoch die Produktion im nächsten Jahr so richtig anläuft, werden viele Fahrzeuge auf den Markt kommen und den Preisrückgang noch weiter beschleunigen. Also an all die, die Bestpreise erzielen wollen, jetzt ist der beste Zeitpunkt, um euren Facelift zu verkaufen, und dazu zählt natürlich auch der G450 Diesel. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und freue mich schon auf das nächste Video.